Viele deutsche Steuerzahler denken, dass der Betrieb einer ausländischen Holdinggesellschaft aus deutscher Sicht relativ risikolos ist. Jedoch kann das ein Fehler sein und auch hier fährt das deutsche Finanzamt schnell mit der Kavallerie, das heißt mit dem Staatsanwalt auf, wenn man nicht alles richtig macht. Dazu wollen wir uns einmal mehr Details in diesem Video anschauen. Immer wieder hören wir es von Mandanten, eine Holdinggesellschaft, da ist ja kein Risiko mit verbunden, die macht ja nichts, die bekommt ja sowieso nur bereits versteuertes Geld, da kann ja das Finanzamt nichts dagegen haben, ich habe ja auch alles gemeldet etc. pp. Und in gewisser Weise ist das natürlich richtig. Wir kennen ja die allgemeinen Risiken, die damit verbunden sind, eine Auslandsgesellschaft aus Deutschland heraus zu betreiben. Das heißt, dort Gesellschafter bei einer solchen Gesellschaft zu sein. Dort kommt es ganz entscheidend darauf an, wo das Tagesgeschäft dieser Gesellschaft geleitet wird. Nehmen wir einmal an, du hast ein E-Commerce-Unternehmen im Ausland. Dann ist es natürlich extrem wichtig, dass hier am Sitzstaat der Gesellschaft ein Geschäftsführer tätig ist, dass es Mitarbeiter gibt, dass es Geschäftsräume gibt, etc. pp. Ansonsten liegt nämlich möglicherweise die Betriebsstätte der Gesellschaft in Deutschland, dann ist die Gesellschaft für die Gewinne in Deutschland steuerpflichtig und das ist nur der beste Fall. Möglicherweise hast du dann auch noch ein Verfahren für Steuerhinterziehung am Bein. Also, bei einer operativ tätigen Gesellschaft ist dieses Risiko eigentlich jedem bewusst. Eine Holdinggesellschaft dagegen kommt ja relativ unschuldig daher. Nehmen wir einmal an, die Gesellschaft ist an verschiedenen anderen europäischen Gesellschaften beteiligt. Nehmen wir an, diese Gesellschaften machen Gewinne, dann werden diese Gewinne ja schon im Sitzstaat der Tochtergesellschaft versteuert und dann nur an die Holdinggesellschaft ausgeschüttet. Vielfach bezahlt die Holdinggesellschaft ja gar keine Steuern mehr. Auch wenn die Holdinggesellschaft nun Beteiligungen verkauft, ist dort vielfach keine Steuer fällig. Das heißt auch hier wiederum ein guter Grund, um anzunehmen, dass eigentlich eine solche Holdinggesellschaft ein recht unschuldiges Instrument ist. Leider muss man sagen, ist das eine grobe Fehleinschätzung. Und natürlich kann man argumentieren, dass sich das Ganze auch auf dem Bankkonto der Holdinggesellschaft so niederschlägt. Da wird es wahrscheinlich relativ wenige, möglicherweise in manchen Jahren gar keine Buchungen auf diesem Bankkonto der Gesellschaft geben, weil ja im Grunde genommen nichts passiert. Alles in allem scheint dies also ein Vorhaben zu sein mit relativ geringem Risiko, aber leider hat man, zumindest wenn man in Deutschland wohnt, hier die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Denn was das deutsche Finanzamt bei solchen Gesellschaften vielfach tut, ist Folgendes. Bei den meisten Holdinggesellschaften gibt es wenigstens einmal jährlich eine gewisse Gebühr zu bezahlen an das örtliche Handelsregister. Vielleicht sind es 20 Euro, vielleicht sind es 50 Euro, vielleicht ein bisschen mehr. Vielleicht muss man auch eine geringe Pauschalsteuer bezahlen von ein paar hundert Euro oder vielleicht muss man eine sonstige Abgabe hier entrichten, vielleicht für einen Office-Provider und so weiter und so fort. Viele Holding-Inhaber wissen nicht, dass es ein Riesenproblem ist, wenn sie selbst zum Beispiel dann diese wenigen Überweisungen tätigen, möglicherweise sogar diese noch vom eigenen Konto bezahlen. Es sind ja nur 30 Euro, 50 Euro, 100 Euro. Dann kann nämlich die deutsche Finanzverwaltung mit Fug und Recht sagen, dass die Geschäftsführung dieser Gesellschaft von Deutschland aus ausgeübt wird. Und wenn das der Fall ist, dann ist eben das Finanzamt schnell mit dem Staatsanwalt dabei. Wir hatten ja neulich dazu schon ein Video gemacht, dann kommt Hausdurchsuchung, dann kommt Strafverfahren und so weiter und so fort. Das heißt, nur weil du möglicherweise 30 Euro hier selbst bezahlt hast für diese Holdinggesellschaft, selbst wenn du zum Beispiel im Sitzstaat der Holdinggesellschaft einen Proforma-Geschäftsführer bestellt hast und du gar kein Geschäftsführer bist, aber selbst wenn du dann selbst diese kleine Überweisung tätigst oder diese kleine Zahlung, dann kann dir das im Falle einer Holdinggesellschaft zum Verhängnis werden. Ja, denn man muss tatsächlich sogar so weit gehen, dass die Finanzbehörden genau nach solchen Zahlungen konkret suchen und auch fragen, zum Beispiel im Rahmen einer Betriebsprüfung. Es ist daher von entscheidender Wichtigkeit, dass du selbst solche Zahlungen, selbst zum Beispiel an das Handelsregister oder für einen Steuerberater oder was auch immer, auf keinen Fall selbst vornimmst. Die Holdinggesellschaft braucht ein Bankkonto. Die Holdinggesellschaft muss einen Geschäftsführer haben und dieser Geschäftsführer muss
diese Zahlungen erledigen vom Bankkonto der Gesellschaft aus. Jetzt fragst du dich vielleicht, nun, wie kommt denn diese Gesellschaft überhaupt zu Geld? Denn möglicherweise hatte sie noch gar keine Einnahmen, möglicherweise gab es noch keine Gewinne von Tochtergesellschaften, möglicherweise gab es noch keine Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von Beteiligungen. In diesem Fall musst du Folgendes machen, unter der Annahme, dass du der alleinige Gesellschafter dieser Holdinggesellschaft bist. Du fährst in den Sitzstaat der Gesellschaft und hältst dort eine Gesellschafterversammlung ab oder eine Hauptversammlung, wie auch immer. Möglicherweise bist du der einzige Anwesende dort. Ich würde natürlich immer empfehlen, dass dann der Geschäftsführer, den du ja vor Ort hoffentlich hast, und am besten auch noch ein lokaler Notar beim Meeting präsent ist, der letztlich beurkundet, dass das Meeting tatsächlich stattgefunden hat und ihr euch da gemeinsam getroffen habt. Dann beschließt du als Gesellschafter, dass du der Gesellschaft ein Gesellschafterdarlehen gibst oder dass dort eine Einlage dann entsprechend gemacht wird in das Konto der Gesellschaft, zum Beispiel im Rahmen einer Kapitalerhöhung. So, das musst du nachweisen, dass das, wie gesagt, am Ort der Gesellschaft beschlossen wurde. Da kannst du zum Beispiel noch vor Ort direkt eine Überweisung von deinem Konto auf das Konto der Gesellschaft vornehmen, damit dann der Geschäftsführer der Gesellschaft die entsprechende Zahlung machen kann, zum Beispiel an das Handelsregister, an den Steuerberater oder an eine sonstige Behörde. Alternativ kannst du die Zahlung natürlich auch vornehmen, wenn du wieder zu Hause bist. Wichtig ist, dass du hier lückenlos dokumentieren kannst, wer diese Zahlung gemacht hat, wie Geld auf das Konto der Gesellschaft kam, wie Beschlüsse hier gefasst wurden. Wie gesagt, diese dürfen nicht in Deutschland gefasst werden, denn ansonsten besteht hier der Verdacht, dass die Betriebsstätte dieser Holdinggesellschaft sich in Deutschland befindet und dass du im Grunde genommen hier Steuern hinterzogen hast, denn die Gesellschaft wäre ja in Deutschland steuerpflichtig oder möglicherweise kommt es auch zur Hinzurechnungsbesteuerung. Wie du siehst also, ist auch mit solchen in Anführungszeichen harmlosen Holdinggesellschaften im Ausland nicht zu spaßen. Unser Mantra lautet nicht ohne Grund schon seit vielen Jahren oder ich will fast sagen Jahrzehnten, wenn du Auslandsgesellschaften gründen willst, dann zieh am besten ins Ausland um. Das Risiko in Deutschland ist einfach sehr groß. Es gibt so viele Regeln und diese einzuhalten ist extrem schwierig. Vor allen Dingen deswegen, weil es natürlich auch sehr wenige Steuerberater gibt, die sich hier wirklich mit der Materie auskennen. Daher ist das auch mein wichtigster Tipp. Such dir einen Steuerberater, such dir einen Steueranwalt, der sich hier wirklich auskennt in Deutschland mit dem internationalen Steuerrecht, mit dem Außensteuergesetz. Wenn du mit uns zusammenarbeitest, dann haben wir hier einige Kollegen in Deutschland, Spezialkanzleien in Deutschland mit sehr guter Reputation, die dich hier hervorragend beraten können. Auch ich lerne von diesen Kollegen immer extrem viel, vor allen Dingen, wenn sie mir so ihre Anekdoten erzählen, die sie mit den deutschen Finanzbehörden erlebt haben. Das kannst du dir wirklich nicht vorstellen. Da könnte ich hier noch 100 Videos auf YouTube machen oder ganze Bücher füllen. Du musst hier wirklich davon ausgehen, dass das Finanzamt in Deutschland es auf dich abgesehen hat, wenn du solche Auslandsgestaltungen hier etablierst. Und darauf musst du dich vorbereiten. Wie gesagt, mein Tipp ist, verlasse Deutschland, fass solche Sachen nicht an, solange du noch in Deutschland lebst. Oder die zweitbeste Lösung, such dir eben einen richtigen Berater. Das natürlich dann auch ziemlich hohe Kosten. Aber wie gesagt, einen Preis muss man eben bezahlen. Einen Tod, wie gesagt, muss man sterben. Wenn internationale Gestaltungen oder auch der Umzug ins Ausland, Vermögensbildung im Ausland, Vermögensschutz, zweite Staatsbürgerschaften, Plan B auch für dich ein Thema sind, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Da kannst du die Beratung direkt buchen. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten genau bei diesen Themen. Umzug ins Ausland, Auswandern, sich steuerlich optimiert aufzustellen. Immer unter Berücksichtigung natürlich der Risiken, die es in Deutschland hier gibt, auch und gerade beim Wegzug ins steuergünstige Ausland. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk.
Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.